Willkommen in der Rubrik, was uns keiner übers Segeln gesagt hat. Wir sitzen jetzt hier mitten auf dem Pazifik, der Wind ist eingeschlafen und wir haben eine tierische Welle und kommen keinen Meter vorwärts. Den Motor anzuschmeißen ist keine Option, aus 2 Gründen. Wir sind schon durch die Kalm bei Galapagos gemotort, sprich wir haben ordentlich Sprit schon verbraucht. Den Rest, den wir jetzt noch da haben, brauchen wir, um die nächsten Tage Strom zu machen. Mit anderen Worten, wir kommen erstmal nicht vorwärts. Was machen wir? Motor aus, Segel runter. Ja, und warten auf Wind. So wie früher. Soweit kein Problem. Wir haben ja Zeit. Aber man hört ja schon das Geklatsche von den Wellen hinten am Heckspiegel. Und vielleicht sieht man auch ein bisschen was von dem Geschaukel. Hui! Ja. Also, so richtig Spaß macht das nicht. Der Haken an der Sache ist, nicht die leiseste Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Es hat nur ein Stündchen oder 2 oder einen Tag. Ja, dazu kommt, dass der Himmel aussieht wie so eine trübe Erbsensuppe. So richtig traut man sich jetzt auch nicht, macht auch keinen Sinn. Ich gucke gerade auf dem Windmesser, 3 Knoten Wind aus der Richtung. Nachdem ich mich gestern über das Schaukeln so aufgeregt und beschwert habe, heute noch mal ein paar positive Worte. Wir hatten jetzt die letzten 24 Stunden, eigentlich ganz viel, die letzten 20 Stunden schönstes Segelwetter, Sonne, Wind, Wellen waren auch in Ordnung, mega gechillt. Zwischendurch fragt man sich ja, warum macht man das? Warum gibt man sich den ganzen Kram? Und an so Tagen wie heute kriegt man die Antwort. Heute ist der Tag 26 auf See. Wir haben den 18. April. Wir haben jetzt rund 2800 nautische Meilen hinter uns gebracht auf unserem Weg zu den Marquesas. Das heißt, wir haben noch so ungefähr 1400 vor uns, sprich ein Drittel des Weges. Nachdem wir uns die ersten Tage nicht beschwert, aber ja, ein bisschen traurig waren, dass wir nicht ganz so zügig vorwärts kamen, um Galapagos hatten wir eine ziemliche Flautenphase, hat der Wind jetzt etwas zugenommen. Das heißt, wir haben aktuell angenehme 12 bis 15 Knoten Wind. Leider kommt er jetzt gerade so ein bisschen aus der falschen Richtung. Das heißt, anstatt direkt auf die Marquesas zu fahren, kreuzen wir gerade und fahren momentan so 360er Kurs, das heißt Richtung Hawaii. Naja, auch das muss manchmal sein. Ansonsten genießen wir die Tage auf See. Es ist im Augenblick sehr sonnig, wie man sehen kann. Und chillig. Nicht viel zu beschweren. Ist ein bisschen schwellig, aber ich glaube, so schwellig ist es gar nicht. Nur kommt es mir gerade so vor, dadurch, dass wir die letzten Tage so eine Flaute gewöhnt waren und eine ziemlich spiegelglatte See. Aber ja, es wackelt halt ein bisschen, aber das ist normal. Das war's für jetzt. Bis später. Bei der Gelegenheit möchte ich mich einmal ganz kurz bedanken bei all den lieben Freunden, die uns von zu Hause aus mit Wetterdaten
Informationen im neuesten Zeitgeschehen, was Corona angeht. Oder einfach mit unterhaltsamem Versorgen ganz herzlich bedanken. Dank euch ist der Trip deutlich sicherer und auch wesentlich unterhaltsamer. Von daher klasse, dass ihr die Zeit findet und die Zeit euch dafür nehmt, mit uns in Kontakt zu sein und uns allen Nachrichten zu schicken. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dankeschön. Hinter mir seht ihr Sonnenaufgang Nummer 39, was zeitgleich auch der letzte Sonnenaufgang dieses Treffs ist. Wir haben es tatsächlich gleich geschafft. Wir haben noch 28 Meilen vor uns und haben Twenty gestern runtergeslowt, dass wir nur noch ein Drittel Genua draußen haben, damit wir nicht im Dunkeln ankommen. Das wäre nämlich tatsächlich der Fall gewesen. Es ist jetzt gerade 6 Uhr morgens, die Sonne geht gerade auf. Und vor mir sieht man auch schon den ersten Zipfel von Nukuhiva. Gestern haben wir schon die erste Insel Pellen passiert, Fatuhiva konnten wir schon sehen. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein mega schöner Trip. Am Anfang viel Delfine und viel Flaute, später viel Wind. Ja, ich habe es gut gemeistert. Tatsächlich ist diesmal einiges kaputt gegangen, wie ihr in den Videos so vorgesehen habt. Und die größte Baustelle müssen wir jetzt gleich noch beheben. Als wir vor ungefähr 7 Tagen das letzte Mal den Genaka draußen hatten, ist natürlich wie immer mitten in der Nacht, der Wind extrem gestiegen. Wir hatten plötzlich 18, 19, 20 Knoten, was für einen Genaka echt tödlich ist. Problem ist dann auch wirklich runterzukriegen, weswegen wir den Motor gestartet haben, um die Welle ein bisschen ausweichen zu können. Ja, leider ist dabei was schief gelaufen. Mario hat mal eingekuppelt, was ich nicht gesehen habe. Hatte erst ein Problem mit dem Bergeschlauch, der ging nicht runter. Also musste ich schnell runterrennen und Taschenlampe holen. Ja, leider hat der Autopilot den Kurs nicht mehr gehalten. Lange Rede, die Leine hängt an dem Propeller. Ja, das Ganze jetzt schon seit ungefähr einer Woche. Der Motor ist unbrauchbar seitdem, kann ich nicht mehr benutzen. Brauchten wir aber auch nicht, weil wir seitdem tatsächlich konstant zwischen 15 und 20 Knoten Wind hatten. Allerdings auch 3-4 Meter Welle zwischendurch, weswegen es für uns auch absolut nicht möglich gewesen ist, ins Wasser zu gehen und die Leine rauszuschneiden. Das ist mit dem Grund, warum wir ein bisschen runtergeslowt sind, dass wir heute, bevor wir in die Ankerbucht fahren, draußen nochmal driften können und die Leine rausschneiden können. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Die hat uns erzählt, Angeln. Ach, ihr werdet so viel Fisch fangen auf dem Pazifik. Ihr werdet die Leine reinschmeißen, habt den ersten Fisch. Ja, von wegen. Tatsächlich haben wir einmal Fisch gegessen an Karfreitag, traditionell, Mahi. Ansonsten hatten wir ein paar kleine Mahis an der Leine, die wir wieder reingeschmissen haben, weil das einfach, das waren so kleine Babys.
eine kleine spanische Makrele hatten wir auch an der Angel. Ja, auch hätte sich nicht gelohnt. Ja, und dann der Big Catch, 2 Meter Blue Marlin. Nein, auch den möchte man nicht an Bord haben. Man möchte ihn vor allem auch nicht töten. Er war wunderschön, einfach nur ein traumhaft schöner Fisch. Tja. Naja, aber das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt so lange gewesen sind, hat sich diese ganze Corona-Sache ein bisschen entspannt. Französisch-Polynesien hat ja auch die Grenzen zu und hat Segelboote eigentlich auch abgewiesen, beziehungsweise man durfte nach Tahiti fahren und musste dann aber das Boot verlassen und ausfliegen. Und wir haben jetzt das Glück, seit gestern ist dieser Lockdown nicht mehr vorhanden. Wir haben eine E-Mail geschrieben an die Regierung mit der Anfrage, ob wir einlaufen dürfen in Nuku'hiwa und haben auch eine Genehmigung bekommen. Wir haben jetzt erstmal bis zum 12. Mai, dass wir dort bleiben. Das heißt, wir haben heute den 30. April, roundabout 13 Tage, die wir haben. Das ist ganz gut, um endlich mal wieder schlafen zu können, um ein bisschen zu entspannen. Das Boot muss dringend geputzt werden. Dadurch, dass die letzte Woche so schaukig war, hat man auch nicht mehr viel gemacht. Und ja, wirklich, man unterschätzt es tatsächlich, was es heißt, einen Monat nicht richtig schlafen zu können. Es geht nicht nur darum, dass man die Zeit nicht hat, weil man nachts immer Wache machen muss. Es geht vor allem auch eher um die körperliche Belastung. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen einzigen Muskel oder Knochen in meinem Rücken, der mittlerweile nicht wehtut. Man wird so durchgeschockt, wenn man schläft. Man kann nicht entspannen. Man fliegt durch die Kabine von den Wellen. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber hey, wisst ihr was? Später wird einmal ins Wasser gesprungen und dann ist alles wieder vergessen. Die Welt ist in Ordnung. Gerade noch ein Brotteig gemacht, dass es dann nachher ein schönes, leckeres, traditionelles deutsches Brotfrühstück geben wird mit Käse und Salami. Der Sekt steht kalt. Wir können anfangen. Vibes in Paradise. Nach 39 Tagen und 3 Stunden haben wir es geschafft. Wir sind auf Nuku'hiwa angelangt oder in der Nähe von Nuku'hiwa. Jetzt stellt sich nur noch die Herausforderung, dass wir den Propeller freikriegen müssen. Da ist ja nach wie vor die Leine von dem Genaka drum. Das heißt, wir versuchen jetzt in die östlichste Bucht einzulaufen. Die ist relativ weit, eine gute Meile. Knappe 2 Meilen lang. Ja, jetzt aktuell, wie man sieht, ist es noch ein bisschen arg schwellig. Das heißt, bei dem Seegang habe ich keine Lust, ins Wasser zu gehen bzw. unter das Boot zu tauchen. Meine Hoffnung ist, dass sobald wir gleich in die Bucht reinkommen, der Schwell entsprechend nachlässt. Dann machen wir eine Wende, drehen bei und ja, ich habe mir jetzt schon mal vorbereitet. Flossen, Mastel, Messer, alles liegt bereit und dann sollte es eigentlich relativ zügig gehen. Einmal runter, Propeller frei machen, notfalls frei schneiden. Und dann können wir die letzten 3 Meilen antreten, um zu der Tahiaoel oder wie sie heißt, unter Motor zu fahren. So der Plan. Ein bisschen nervös bin ich ja schon, aber das gehört dazu. Wird schon werden. Ja, wie man hören kann, der Motor läuft wieder. Mario hat es echt ohne Probleme ganz einfach hinbekommen, die Leine rauszukriegen. Good job. War ein bisschen nervenaufreibend, nachdem es
wo es extrem windig war, aber als wir dann in der Abschattung waren, ging es dann doch relativ gut. Jetzt haben wir noch 2 Meilen bis zum Ankerplatz und dann sind wir offiziell da. Ja, Südsee. Ich dachte, hier kommen die schönsten Palminseln und so. Ich meine, das Fuji war jetzt überwiegend vulkanischen Ursprungs war mit viel Regenwald drauf. War mir zwar bewusst, aber irgendwie so eine Palme hätte ich doch gern gesehen, aber ist mega geil anzuschauen. Also ist glaube ich nicht nur, weil wir jetzt nach fast 40 Tagen da Land sind. Wir haben ja zwischendurch ein paar Inseln gesehen, an denen wir vorbei sind. Aber ich bin echt gespannt, was wir von der Insel sehen werden. Das sieht mega cool aus. In Paradise. Oh yes, I am ready to rumble. Das müsste ich mal rechnen, wie viele Stunden das waren, aber ich glaube, das mache ich mit dem Taschenrechner. Wir sind ja am 22. losgefahren. Heute ist der 30. Sprich wir sind 38 Tage auf See. Local Time waren es 13 Uhr. 17:30. Welche Zeit? Panama-Zeit. Panama-Zeit ist ja unsere Bordzeit. Ja, das heißt 12 Uhr ungefähr sind wir losgefahren. Sprich nochmal 5,5 Stunden drauf. 38 Tage und 5 Stunden. Von den Perlinseln, von Contadora bis Nukuhira. Wurden gerade schon freundlich begrüßt von den Nachbarn. Willkommen geheißen, beglückwünscht. Und jetzt beglückwünschen wir uns und die Trampi mit einem, ich würde ja sagen Champagner, aber das ist kein Champagner. Mit Blubberwasser. Mit Blubberwasser. Das ist Mistinguet Brut. Mit wunderschönen Gläsern. Cava, das hört sich nach Spanisch an, genau. Und 2 Kulan-Gläsern, die wir von Joachim, unserem panamesischen Anwaltsfreund, geschenkt bekommen haben. Mit dem Versprechen, dass wir sie dann hier benutzen, wenn wir ankommen. Mach mal. Wir sind da 4000 irgendwas Meilen haben wir. Sprich ungefähr 200 paar kaputte Umweg gemacht. Ja, Corona-mäßig sieht das jetzt so aus, dass ein paar Sachen jetzt hier seit heute tatsächlich gelockert wurden, beziehungsweise gestern. Das heißt, das strikte Kontaktverbot auch zwischen den Booten wurde wohl aufgehoben. Aber Aber abends um 9 muss jeder auf seinem Boot sein, um seinen Satz noch zu Ende zu sprechen. genau, aber ich hole trotzdem mal bitte das Glas. Schluckspecht. Sprudelt ein bisschen. Weil ich sag mal, für die Leistung haben sich Trampi und der Autopilot mehr als nur einen Schluck verdient. Ich glaube, die haben sich die ganze Flasche alleine verdient. Das stimmt. So. Da ist nichts drin. Nee. Nur schau. Naja, versucht. Welcome to French Polynesia, Trampi, Nina, Captain. Autopilot, alle. Cheers! Gut gemacht. Und natürlich, sieht man mich, bedanken wir uns auch bei Neptune, weil die Passage war eigentlich sehr entspannt. Wir hatten kein schlechtes Wetter. Er hat nur seine Fische nicht mit uns geteilt. Der hat nur seine Fische nicht geteilt, stimmt. Aber der kriegt natürlich auch einen. Das war für den Autopilot symbolisch. Und jetzt genießen wir es.